Anaconda Dream. Hallo, ich bin Sophia. Ihr schaut Anaconda Dreams, den Snake Blog für Dummies. Und heute nehme ich euch zu diversen Vorbereitungen mit. Was man so im Wald finden kann und wie ihr euch einrichten könnt, bevor ihr euch das Terrarium aufbaut. So, wir befinden uns gerade im hübschen Starnberg. Das hier ist irgendwie das neue Spielzeug von meiner Kamerafrau. Die muss ja auch mal irgendwie zur Geltung kommen. Der letzte Film hat echt was gebracht. So, Heidi, guck mal in die Kamera, wunderbar, das ist sie. Ne? Vielleicht wird sie auch hier und da mal einen Kommentar zu meiner Schlangensaga abgeben. Und es ist für mich ein aufregender Tag, weil wir gehen jetzt hier in der Nähe vom Starnberger See spazieren. Das ist erstmal nicht so schlangenaffin, außer wir treffen eine Wildschlange, womit Heidi versucht hat, mich zu locken. Aber es ist übrigens November. Ja, das will ich auch nochmal sagen. Guckt euch mal hier dieses Wetter an. Fantastisch. Ich werde jetzt hier im Unterholz wühlen. Ja. Darfst ruhig lachen. Aber sonst bei den anderen Videos nicht. Da musst du, ne? Gut. Und ich sehe hier schon was Interessantes. Ich suche nämlich jetzt schon nach Kletterästen, Verstecken und Borken für meine neue Schlange. Und das hier sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus und auch ganz hübsch. Ja. Also, es ist aufregend. Ich habe noch immer kein Terrarium, aber man kann sich ja schon mal um Schlange, das kommt als allerletztes. Jetzt ja, schauen wir mal schon mal nach der Deko. Mit irgendwas muss man ja anfangen und ich denke, am besten klein. So, ich habe jetzt hier meine Beute. Wahrscheinlich wird alles nochmal verändert, nehme ich mal an. Ja, dazu kann ich jetzt nur sagen, nicht jeder ist gleich als Kameramann geboren. Und das sind halt eben so BFFs, die dann die Kamera halten und ähnliche. Vielleicht muss man mit Heidi noch eine ganz kleine Lektion in puncto, wie halte ich so eine Kamera. Kann man vielleicht noch irgendwann nachholen. Ich habe gedacht, ich lasse mal alles unbehandelt so drin, wie es halt gemacht wurde. Ich denke mal, kommt Zeit, kommt Profitum. Also wahrscheinlich kommt das irgendwann in den Müll und war alles Quatsch. Das ist jetzt hier der Zweig, den ich mir besorgt habe. Der wird jetzt bei Heidi in der Garage getrocknet. Bin ich mal gespannt. Aber wir haben noch mehr. Jetzt muss ich hier in meine Kiste wühlen. Liane. Mal gucken, ob die... Geh mal ein Stück zurück. Geh mal zurück. Da ist ein bisschen Efeu drauf. Okay, dann gucken wir mal, ob das überlebt. Eine zweite Liane. Habe ich gesehen, kann man als Plastik kaufen. Aber warum, wenn es das auch in Bayern umsonst gibt? Und dann, als Heidi am See gefunden, haben wir hier noch diesen wunderbaren, merkwürdigen Stein. Wie gesagt, wer weiß, wahrscheinlich steht es bei Heidi in der Garage rum und ich werde es nie benutzen. Jetzt wird erstmal gesammelt und irgendwann wird aussortiert. So, das war der Fang heute und ich verabschiede mich. Ciao. Spazieren gehen hilft, wenn man Terrarien einrichten will. Ich habe durchaus einiges gefunden, zum Beispiel Treibholz. Hier so eine coole Wurzel. Davon habe ich sogar zwei. Und die eine lagert jetzt im Keller, die kommt ins Terrarium, dann hat man eine im Petto, falls die andere mal irgendwie wegschimmelt und so. Und natürlich ganz easy diverse Steine in verschiedenen Farben. Hier habe ich zum Beispiel einen schönen schwarzen. Da werde ich dann einiges so mitmachen können. Ich denke, aus der Natur kann man alles nehmen, das müsste unbedenklich sein. Schlangen sind ja schließlich auch in der Natur. Ich habe natürlich gelesen, ihr wahrscheinlich auch, dass Leuten irgendwelche Äste vielleicht weggeschimmelt sind im Terrarium. Ich denke mir mal, das kann passieren. Ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe nichts gemacht mit, was einige schreiben, dass sie da kochendes Wasser drüber schütten und ähnliches. Ich denke mir, so schlimm kann das jetzt alles nicht sein. Ich probiere es mal so. Ich denke, da wo es herkommt, da wächst umsonst noch mehr davon. Falls die Dinger wirklich schimmeln, hole ich mir halt einen neuen Ast. Ich denke, so einfach ist das. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Hi!
Mein Ausmessen hat ja ergeben, viel mehr als 1,50 sollte es nicht sein. Ich will ja noch meine Boxen haben, ich will noch Musik hören können. Ich habe jetzt lange recherchiert, was kann ich jetzt unter das Terrarium tun, dass es nicht ganz so auf dem Boden steht. Und nach langem Suchen fand ich eine sehr preiswerte Variante von Ikea, das nennt sich TV-Tisch, so ein Lackteil. Ich war jetzt auch schon fleißig und habe es eingekauft und die liebe Heidi, ich habe sie erst mit einem Sekt beschwichtigt und jetzt muss ich schleppen. Frauenpower! So Heidi, versuch gut auszusehen. Scheiß das Mädchen aus der Hand. Okay, das hier macht noch nicht sehr viel her, aber der Shampoo ist schon offen, weil es ist der erste Schritt zu meiner Schlange. So, jetzt stellen wir am besten einfach mal hier in die Wand. Ist da noch was an? Alles klar. So, und jetzt kommt noch, ich habe nämlich schon fast alle anderen Sachen gekauft, die wir brauchen. Cheers! Auf die Stange. Auf die Schlange. Ein winziger Exkurs dazu, warum man die Bedienungsanleitung lesen sollte. Diese Plastikbubble dachte ich super, die gehören jetzt auf die Füße vom Tisch, dann zerkratzt ein wenig das Parkett. Das ist aber völlig falsch, nachdem ich die Bedienungsanleitung gelesen habe. Die Dinger gehören nämlich da drauf. Nee, jetzt, oder? Das bedeutet, dass ich jetzt hier völlig idiotisch rumknibbeln kann und dieses festgeklebte Zeug wieder entfernen und dann hoffen, dass es dann noch auf diesen Metalldingern da hält. Nee, jetzt, oder? Ja, also für liebe Leute, lest doch einfach die Bedienungsanleitung, bevor ihr was macht. Dann macht ihr nicht so doofe Fehler. So, ein bisschen Shampoo ist noch übrig von gestern. Wir haben nicht alles ausgesoffen. Ich sagte ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und jetzt kann man, wenn man selber dreht, ja nicht immer im Auge haben, ob man jetzt so ganz auf dem Bild ist. Darum nehmt halt Vorlieb mit dem, was da ist. Ich hab's geschafft. Jetzt haben wir hier mein Regälchen. Meine Halteranlage ist untergebracht. Sie spielt. Und ja, mangels eines Terrariums, das muss ich ja noch bauen. Ich weiß gar nicht, ob ich zu sehen bin. Ist es jetzt quasi zum schönen Regal geworden. Das Tischdeckchen ist die Heizmatte, also das Heizmatte, aber es ist eine Isolationsmatte. Ja, und dann werden wir mal sehen. Wenn ich dann eine Party bestimmtes Leben. Und wenn ich dann Nee, jetzt, oder? Ja, was sollte ich sagen? Ja, wenn ich dann irgendwann ein Terrarium mit einer Schlange habe, können wir das endlich auch mal mit Fug und Recht eine Schlangenburg nennen. Ich wünsche euch so viel Spaß, wie ich gerade habe. Ja, die erste Angelegenheit, die auf dem Weg zum Schlangenglück komplett da ist, ist natürlich etwas, was direkt nichts mit der Schlange zu tun hat, sondern mit ihrem Futter. Ich habe mir gedacht, hier und da legen Schlangen ja mal Fastenzeiten an. Und was mache ich dann mit einer schnuckeligen kleinen Maus, wenn ich sie ihr geben will und sie mag sie nicht essen? Da dachte ich, ich parke sie mal hier in so einem Käfig, dass ich einfach für so Gelegenheiten, wenn meine süße kleine Schlange nichts essen will, dass ich das Tier einfach parken kann. Das Ganze ist eine sehr preiswerte Angelegenheit. Ich habe einen unglaublich billigen Käfig erstanden bei Amazon. Da ist schon irgendwie so ein kleines Versteck drin und es war auch sowas wie so ein Hamsterrad mit drin. Das habe ich immer rausgemacht, weil so ein Billigkram, dass das abgefallen ist. Also dieser Käfig allein kostet 18 Euro oder sowas, 19. Die Tränke, die habe ich mir noch extra gekauft. Das habe ich mir deswegen besorgt, weil ich bin ja öfter mal nicht da, dass die Maus dann selbstständig trinken kann oder das, was auch immer ich dann für ein Tier da drin habe. Natürlich, eigentlich, ich glaube, so teuer wie der Käfig, ehrlich gesagt,
die Pinzette, ne? Damit die Hand nicht nach Maus riecht, wenn ich die Schlange füttere, um die Schlange zu füttern. Dann habe ich natürlich noch besorgt Kleintierstreu. Davon hat man, wie ich jetzt sehe, das ist sehr gepresst, einen Bruchteil verbraucht und den Käfig schon mal damit ausgefüllt. Und dann natürlich Mäusefutter. Das hier ist wieder eine rein optionale Sache. Das ist so ein Geruchsstopper für Nagerkäfige. Ich glaube, bei den Mäusen geht das noch. Ich bin mir nicht so sicher, wie schön das dann wird, wenn das dann mal Ratten oder ähnliches sind. Das habe ich mir jetzt gekauft. Ich habe jetzt unten auf dem Boden eine Lage von dem Geruchsstopper reingemacht und da drauf eben die Kleintierstreu. Schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Hier das Ganze, der Käfig, die Pinzette, die Tränke, die Streu, der Geruchsstopper und die Nahrung. Da habe ich zusammengezählt, sind wir bei 58,51 €. Das heißt, mit knapp 60 € hat man eine komplette Ausrüstung, um auch so eine Maus eine Weile lang verwahren zu können. Davon ist das hier mit 10 € sogar ein relativ hoher Posten. Das wird wahrscheinlich nicht für jeden was sein. Ich wollte es mal ausprobieren. Was ich euch allerdings jetzt im Nachhinein wirklich rate bei diesem ganzen Zoobedarf, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, kauft die Sachen nicht online. Ich habe eigentlich alles online gekauft. So eine Amazon-Sammelbestellung, weil ich dachte, über einen gewissen Preis ist dann das Porto umsonst. Habe ich mir aber verdammt vertan, weil es ist, jedes einzelne Ding kam von einem anderen Mini-Zoo-Anbieter und hat mir mal extra Porto gekostet. Und damit war das dann viel teurer, als wenn ich es irgendwo gekauft hätte. Ne? Plus, ich habe jetzt von Grünzeug und Pflanzen und Ähnlichem einiges. Heute war ich bei der Post, ein Paket steht da, so abgeholt worden vom Hermesdienst. Dann sieht man doch, dass einige Pflanzen viel künstlicher aussehen auf den Bildern oder sofort zusammenfallen oder irgendwas, das oder viel kleiner ist als angenommen oder viel größer. Also da rate ich inzwischen doch eher zum Zoogeschäft. Also macht wie ihr denkt, ein paar Sachen waren super, aber ich habe jetzt doch einiges zurückschicken müssen. Und wie immer bei unserer besten Freundin der Post, das hat mich jetzt irgendwie 5 € gekostet, fast 6. Ja, ich glaube 6 € hat mich das gekostet. Das ist fast ein Gegenstand, den ich reklamiert habe, den habe ich jetzt quasi verschenkt dadurch. Ne? Ja, soweit erstmal zur preislichen Gestaltung. Nagerset 60 € und wird bestimmt lange halten, so wie ich das sehe, weil ich denke, da ist ja nicht ständig ein Tier drin. Outtakes. Wenn es rot ist, dann nimmt es auf. Ne? Ich will eigentlich nur hauptsächlich so Gesicht. Ja, man sieht aber kein Gesicht, man sieht Möpse. Möpse! So? Jetzt?